Liebe Zwillinge, hier kommt eure Botschaft für das Kollektiv der Zwillinge. Schauen wir mal, was ich euch weiter sagen darf. Ich habe das Fenster auf, weil es schön draußen ist und wundert euch nicht. Andauernd fängt wieder ein Kleingerät an zu brummen. Aber ich hoffe, es ist jetzt mal eine Weile Ruhe. Kaum ist es schön, fangen die Leute an, draußen rumzuwurschteln. Ja, ein Kampf, der geführt wird, etwas, was sich harmonisieren will, etwas mangelt an Harmonie. Trotz allem wird auch ein Kampf beendet. Man legt irgendwo ein Schwert nieder. Man denkt viel über sich nach, über das, was man zur Verfügung hat und auch über Mangel. Es geht um die weibliche Seite, um das Annehmen. Ja, das Unterbewusstsein hat hier viele Verstrickungen. Möglicherweise herrschen hier auch so Mutterthemen, die auf das ganze Familienleben mitwirken irgendwie. Trotz allem sitzt hier im Unterbewusstsein auch die Genesung drin. Wir haben in der Mitte auch so dieses Bewusste, dass man sich damit beschäftigt, wie kann ich denn auf einen geraderen Weg kommen, wie kann ich meine Verstrickungen lösen, und ich habe aber auch den Kampf damit, ne? Die Energie hier, die hier liegt, die ist vielleicht im Moment nicht verfügbar, aber sie ist sehr genesend. Es geht hier auch um Dinge, die sich in der Vergangenheit zwar zum Positiven gewendet haben, dann sich aber irgendwie wieder aufgelöst haben. Das ist so, ich habe mich gefreut und dann war es doch nichts. Und ich habe hier aber die Blume, ne? Das ist im Haus der näheren Zeit drin. Ihr habt hier die gute Möglichkeit, etwas auszugleichen. Euch wird irgendwo ein Geschenk überreicht, irgendetwas ereignet sich wieder zum Besten. Ein Mangel wird aufgefüllt. Aus der eigenen Sicht heraus ist es bei euch so, dass ihr euch mal gute Wege wünscht oder Entscheidungen, die einfach Optionen mitbringen, die gut sind, auch dauerhaft, ne? Ich habe hier so dieses Gefühl, ihr seid kurz glücklich und dann fällt es wieder so zurück in ein doch nicht oder doch nicht ausreichend. Möglicherweise fordert auch irgendeine Lebenssituation eine Entscheidung für euch, ein Richtungswechsel, der dann aber auch dauerhaft aus der Verstrickung rausführen soll. Ich habe hier bei euch tatsächlich das Jetzt, ne, und auch so die Zeiträume, die sich noch anbahnen, in relativ greifbarer Nähe. Ihr dürft ja mit Überraschungen rechnen. Eine überraschende Entscheidung, eine überraschende Option, etwas, was euch aus dem Umfeld gegeben wird, etwas, das euch Erfahrung mitbringt, eine gute Wende, Möglichkeiten, etwas mit einem anderen Blickwinkel zu sehen. Viele Erfahrungen, die ihr auch gerade macht, Erfahrungen, die ihr auch einbringen könnt. Eine Phase auch von großem Lernen. Und ihr habt irgendwie Angst und oder Befürchtung, und das sehe ich hier so, auch in der Mitte, dass ihr was Gutes kriegt und dann wird es euch wieder weggenommen, ne? Ihr wollt ja mal ernten. Hier zeigt sich auch die Befürchtung so vor, wenn ich diese Überraschung annehme, bleibt sie mir erhalten oder muss ich mit irgendwelchen Verletzungen oder Schnitten wieder rechnen. Hier kann auch sein, dass euch etwas
unangenehm an die Ohren gekommen ist, das mit euch irgendwie oder in euch arbeitet. Es kann hier mit Konkurrenz zu tun haben oder aber auch mit, ja, ich sag mal Verletzungen aller Art, wo man nicht ehrlich war. Und ich habe so ein bisschen, dass ihr euch streitbar machen dürft für euer Fortkommen, für euer Weiterkommen. Hier sind noch so ein bisschen Diskussionen. Möglicherweise ist man hier mit einem Weg, den ihr für euch einschlagt oder einer Option, die ihr nutzt, nicht so zufrieden. Wichtig ist, dass ihr hier eine Sache, die euch geboten wird. Hier liegt durchaus die gute Chance, der gute Weg, die gute Wende. Aber man sieht halt auch, dass diese Befürchtung, dass euch etwas vor der Nase weggezogen wird oder dass wieder mal etwas nicht langfristig funktioniert, mit euch sehr spricht und euch auch irgendwo in den Konflikt bringt. Macht euch streitbar, steht für euch ein. Ihr habt hier die uralte Eiche mit der Kraft. Das ist eine sehr erdende Energie auch. Und diese Karte fordert tatsächlich auch für eure eigene Wahrheit einzustehen, rauszulassen, was wirklich los ist. Die Karte sagt auch, komm mal hier in deine Kraft. Man sieht hier so ein bisschen eine Energielosigkeit. Man hat viel Energie in die Vergangenheit gehängt. Und hier geht es auch ein bisschen darum, dass man mystische Erfahrungen macht. Es geht um eure eigene innere Stärke. Und das bedeutet ja auch, dass ihr wahrhaftig sein könnt, ohne dass ihr übertreibt oder andere das so als too much empfinden. Authentisch sein, auch wenn sich alle anderen gegen einstellen, weil die Eiche, die steht hier, ne? Die schmeißt so schnell nichts um. Die Karte sagt ja auch ein bisschen Glück voraus. Und auch das, was dir vielleicht an Träumen verwehrt geblieben ist, das haben wir hier so in der Mitte. Da darfst du standhaft bleiben, für dich einstehen, Stärke zeigen und bald wird so dieses, was sich hier als Hindernis zeigt, im Prinzip zu einem Sprungbrett für deinen Erfolg. Also bleib hier bei dir, du wirst in die richtige Richtung auch geführt. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Wir haben den Hecht dabei, da geht es um Achtsamkeit. Das ist das, was hier den Mangel auch auslöst. Die Karte sagt, dass im Machtgefüge ein Ungleichgewicht ist. Ne? Irgendwas stimmt nicht. Ihr spürt und wittert das auch und man versucht hier in die Mitte zu kommen wieder, erdig zu sein. Kräfte zu mobilisieren, wo es halt eben auch geht. Und ihr dürft hier sehr besonnen sein. Vielleicht habt ihr hier eine kurze Zündschnur oder es ist wirklich so, dass man alles gerne mal rausschreien würde. Aber hier geht es wirklich darum, stiller zu werden, Tempo rauszunehmen, achtsam zu sein, die Lage gut zu prüfen und zu überdenken. Umsichtige Entscheidungen treffen, das haben wir auch hier. Ne? Tatsächlich sagt die Karte aber auch, hier kann schon sein, dass da irgendwas im Hinterhalt auf dich wartet oder dass da Neider sind, Konkurrenten. Aber überlege dir, welche Samen du mit deinen Worten säst und mit deinen Taten. Entweder du erntest hier die Früchte dessen, oder du fällst wieder zurück. Und das ist dieses Szenario in der Mitte. Ne? Der Hecht wartet hier auch so getarnt und wenn die Chance kommt, schnappt er zu. Das geht unter anderem sehr schnell. Aber so lange beobachtet er und bleibt eben bis zur letzten Sekunde in achtsamer Position. Und der Hecht sagt dir, du weißt es dann, wenn du handeln musst. Also gehe mit deiner Kraft hier besonnen um. Es ist aber auch schwer, ne, wenn man sehr gereizt ist oder getriggert,
dann möchte das gern mal oben rausblubbern. Und schon hat man die nächste Situation, die vielleicht schwierig ist. Ihr habt hier den Engel der Verkündung. Ja, da geht es darum, dass man vielleicht etwas rausposaunt, etwas veröffentlicht, etwas klärt, dass man eine endgültige Entscheidung fällt und es dann auch überall sagt oder eben ankündigt. Und da steht die Aufgabe so ein bisschen in Gegenpol. Ne? Einsteils sollst du hier reden und für dich einstehen, aber du sollst es auch so machen, dass es dich nicht fallen lässt. Okay, ihr lieben Zwillinge, das war eure Botschaft. Ich drücke euch und bis bald.